Hallo liebe Spaceball-SpielerInnen! In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Programme auf der Kommandozeile nachinstallieren könnt. Wahrscheinlich habt ihr alle schon mal von der beliebten Bürosoftware LibreOffice gehört. LibreOffice besteht unter anderem aus einer Textverarbeitung, einer Tabellenkalkulation, einem Präsentations- und einem Zeichenprogramm. Bei TuxWiz haben wir aus Platzgründen standardmäßig auf das Ausliefern von LibreOffice verzichtet. Dafür beinhaltet TuxWiz die einfache Textverarbeitung AbiWord und die Tabellenkalkulation Gnumeric. AbiWord eignet sich dabei durchaus für das Verfassen eines Liebesbriefes, wobei ich da natürlich die handschriftliche Variante vorziehe. Wenn ihr jetzt aber etwas mehr mit eurer Bürosoftware machen möchtet, kommt ihr irgendwann um LibreOffice nicht herum. Als allererstes öffnen wir also ein Terminal und wir müssen herausfinden, wie das Paket LibreOffice überhaupt heißt. Dazu können wir den Befehl apt-cache gefolgt von search und dem Suchwort verwenden. apt-cache muss dabei nicht mit Root-Rechten ausgeführt werden, denn es durchsucht lediglich die Paketdatenbank und führt keine Änderungen am System durch. Ich suche jetzt mal nach apt-cache search LibreOffice und er gibt mir hier eine ganz lange Liste von möglichen Paketen aus. Die sind jetzt aber alle irgendwie komisch und ich weiß nicht genau, was sie jetzt mit LibreOffice zu tun haben. Hier am Anfang seht ihr jeweils den Namen des Paketes. Darauf folgt eine kurze Beschreibung und ich sehe hier, die Beschreibung enthält das Wort LibreOffice. Er zeigt mir also alle Pakete an, die irgendwie entfernt was mit LibreOffice zu tun haben, wie hier in diesem Beispiel ein deutscher Thesaurus für LibreOffice. Ich möchte jetzt aber als allererstes mal LibreOffice selbst installieren, muss also herausfinden, wie das Paket tatsächlich heißt. Dazu schränke ich die Suche etwas ein. Ich öffne den zuletzt ausgeführten Befehl mit der Pfeiltaste nach oben und rufe mir hier nochmals auf. Ihr wisst ja schon, mit den Pfeiltasten könnt ihr durch die sogenannte Bash History scrollen und vorher ausgeführte Befehle nochmals hervorholen. Ich gehe jetzt hier auf das L von LibreOffice und füge an dieser Stelle das Dachzeichen ein. Das Dachzeichen steht dabei für den Zeilenanfang und ihr findet es im deutschen Tastaturlayout oberhalb der Tab-Taste. Ich suche jetzt hier also nur Wörter, die mit LibreOffice beginnen, also alle Zeilen, die mit LibreOffice beginnen. Und die Suche ist schon deutlich eingeschränkter. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel immer noch die Sprachpakete, die werden wir nachher auch brauchen, denn wir möchten natürlich, dass unser LibreOffice auch in Deutsch daherkommt. Dann scrolle ich noch etwas weiter nach oben. Hier gibt es noch die Hilfesammlung, die ist zum Teil auch hilfreich, weil da LibreOffice im Detail erklärt wird. Und hier ganz oben sehe ich halt das Büropaket selbst. Ich könnte jetzt allerdings die Suche auch noch etwas verfeinern, indem ich jetzt hier am Zeilenende noch ein $, einfüge, denn $, steht nämlich auch für das Zeilenende. Das Dachzeichen steht für den Zeilenanfang und das $-Zeichen steht dabei für das Zeilenende. Ich schränke also die Suche auf Pakete ein, die mit LibreOffice beginnen und danach folgt nichts mehr. Er durchsucht jetzt hier tatsächlich den Paketnamen. Und tatsächlich sehe ich hier, erscheint nur das LibreOffice-Paket. Und zwar das sogenannte Meta-Paket. Ein Meta-Paket enthält wiederum viele andere Pakete. Es ist also eigentlich nur eine Beschreibungsdatei, die dabei helfen kann, Programme, die sehr komplex und umfangreich sind, einfacher zu installieren. Wir wissen, die Installation selbst müssen wir wieder mit Root-Rechten ausführen. Ich gebe also den Befehl sudo apt ein. Aber als allererstes haben wir ja gelernt, wir sollten immer erst die Paketdatenbank aktualisieren. Ich gebe also als erstes mal sudo apt update ein. Das ist schnell gemacht und im Hintergrund wurde jetzt bereits die Paketdatenbank aktualisiert. Nun kann ich mit der eigentlichen Installation des Paketes beginnen. Ich könnte jetzt sagen sudo apt Leerzeichen install und ich habe das jetzt hier schon markiert mit der Maus und füge es mit der mittleren Maustaste ein. Ich muss es noch nicht mal abtippen. LibreOffice. Und jetzt möchte ich aber noch die vorher gesehenen Sprachpakete nachinstallieren, also LibreOffice
minus L10N. Und jetzt kann ich auch wieder mit der Tab-Taste Wortvervollständigung machen. Also ich könnte mir jetzt hier Tab eingehen und sehe jetzt alle Sprachpakete, die auf dem System verfügbar sind. Ich möchte jetzt halt hier das Sprachpaket für DE, also Deutschland, L10N-DE und gebe das hier ein. Und könnte jetzt auch noch die Hilfsdateien installieren, LibreOffice -L10 -help, Entschuldigung, DE. So. Das ist natürlich ein relativ umfangreiches Büropaket. Es müssen also einige Daten heruntergeladen und entpackt werden. Im Hintergrund passiert es jetzt halt hier alles und wir wissen ja schon, wir müssen nachher das Menü neu generieren, damit wir das tatsächlich nachher überhaupt hier im Menü unter Büro wiederfinden können. Weil das Menü nur beim Anmeldevorgang an IceWM automatisch generiert wird. Dazu haben wir ja einerseits, wenn ihr meine bisherigen Videos bereits gesehen habt, ein Alias erstellt. Wir können dazu aber auch ein kleines grafisches Hilfsprogramm erstellen. Das möchte ich jetzt euch im Hintergrund kurz noch erklären. Ich öffne ein neues Terminal-Tab. Dazu gebe ich den Befehl Ctrl, also Steuerung, Shift-Tab ein und habe jetzt, also Shift-T, Ctrl-Shift-T und habe hier ein neues Tab geöffnet. Ich sehe hier meine Tab-Liste und kann hier mit der Maus zwischen den einzelnen Tabs hin und her wechseln. Diese Einträge, die hier im Menü erscheinen sollen, werden entweder systemweit unter User Share Applications aufgeführt und die Auflistung erfolgt immer in sogenannten Desktop-Dateien. In diesen Desktop-Dateien wird unter anderem definiert, wie das Icon aussehen soll, wie das Programm heißt, ob es einen Kommentar hat oder. Es gibt dazu unabhängig davon auch noch benutzerspezifische Konfigurationsdateien. Die finden wir dann wiederum unter .local, cd, also es ist ein verstecktes Verzeichnis, Share Applications. Ich bin also hier in meinem Home-Verzeichnis. Ich gehe nochmal mit cd, gefolgt von Enter, zurück in mein Home-Verzeichnis, bin im Home-Tux-Verzeichnis, also in meinem Home-Verzeichnis, und gehe dort in das Verzeichnis .local Share Applications. Ich mache vorher nochmal ein ls-al und sehe da, das Verzeichnis .local gibt es hier. Also cd, ich könnte jetzt auch immer, egal wo ich bin, ich könnte jetzt auch an einen anderen Ort gehen, in temp, und könnte jetzt Tilde eingeben, das Tilde-Zeichen, und dann /.local Share Applications. Die Tilde steht dabei immer für mein Home-Verzeichnis, für das Home-Verzeichnis des aktuell angemeldeten Users. Es ist das gleiche, wie wenn ich jetzt in cd Enter, dann bin ich wieder im Home-Verzeichnis, oder cd Home Tux eingeben würde, ist es alles das gleiche. Und ich könnte jetzt hier auch cd.local Share Applications machen. Das ist das gleiche, wie wenn ich überall von irgendeinem anderen Ort cd.local Share Applications einführe. Hier sehe ich jetzt auch schon ein paar .desktop-Dateien, die TuxWiz standardmäßig mitliefert. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel die Desktop-Datei von dem beliebten Spiel OpenJazz. Die kopieren wir uns mal mit dem Copy-Befehl copy openjazz.desktop und nennen unser Programm menümaker.desktop. So, jetzt können wir einen Editor öffnen. Dazu öffne ich jetzt mal zum Beispiel Nano. Nano ist ein Texteditor auf der Kommandozeile, der noch relativ einfach gehalten ist. Ich verwende in der Regel VI, das erkläre ich euch noch ein anderes Mal. Also ich gehe mit Nano in menümaker.desktop, die neu erstellte Datei. Und dann kann ich jetzt hier als allererstes mal einen neuen Namen angeben. Ich möchte ja nicht, dass das OpenJazz heißt, sondern Menümaker. Kommentar, könnte ich jetzt hier nochmal Kommentar eingeben. IceWM Menümaker. Icon, das haben wir noch nicht, das müssen wir selber erstellen nachher. Und hier wird dann nachher Excel, der Befehl, ausgeführt. Dieser Befehl, es handelt sich ja um ein Terminal-Kommando, den führen wir immer mit bash-c aus und dann die doppelten Anführungszeichen, also das Anführungszeichen, Anführungszeichen, und hier drin kommt der eigentliche Befehl nachher. Das fügen wir nachher ein. Und als Kategorie, das ist die Kategorie, in der hier
das Programm nachher zum Erstellen unseres IceWM-Menüs hier erscheinen soll. Und wir möchten gerne, dass das in den Einstellungen erscheint. Das ist auf Englisch Settings. Das ist kein Spiel, sondern eine Einstellung. Wir geben hier Settings, gefolgt von einem Semikolon ein. Hier könnte man jetzt noch ein paar Schlüsselwörter eingeben. Ich gebe jetzt hier Menü, Semikolon XDG, weil es ja ein XDG-Menümaker ist. Aber das ist völlig egal. Ihr könnt jetzt mit Ctrl oder Steuerung O, also die Definitionsdatei speichern und Ctrl X das Programm beenden. Jetzt müssen wir ja nochmal rausfinden, wie hieß denn jetzt dieser Befehl zum Erstellen von einem Menü. Wir hatten ja dazu schon ein Alias Menü erstellt. Wir können jetzt allerdings auch einfach in diese Startup-Konfiguration vom IceWM schauen. Dazu gehe ich mal mit cat tilde, wieder in mein Home-Verzeichnis, /.icewm Startup. Und hier sehe ich wieder diese Zeile zum Erstellen des Menüs. Die kopiere ich mir hier von dem Copy bis zum Phi mit der Maus. Und dann kann ich entweder Ctrl-Shift-C zum Kopieren oder mit der Maus einfach in den Copy-Paste-Buffer von Xorg reinkopieren. Ich gehe jetzt wieder mit Nano in die Datei rein, Menümaker Desktop, und füge die jetzt hier entweder mit Ctrl-Shift-V oder einfach mit der mittleren Maustaste ein. Wichtig dabei ist hier, ihr müsst immer sicherstellen, dass diese Zeile mit dem doppelten Anführungszeichen endet. Ihr seht hier, er scrollt hier im Nano. Ich sehe also hier durch den Pfeil, die Zeile geht noch ein bisschen weiter. Hier ist der Zeilenanfang. Ich sage Ctrl O und Ctrl X. Also Enter und Ctrl X zum Beenden. Jetzt haben wir ja immer noch kein Icon. Wir wissen allerdings, dass das Icon, ich kann mir mit cat nochmal unsere neue Datei anschauen, cat menümaker.desktop, und ich sehe, oh, das Icon muss Menümaker heißen. Das gibt es jetzt allerdings noch nicht. Wir suchen uns also jetzt ein passendes Icon aus. Ich gehe jetzt einfach mal in User Share Icons. Da sind überhaupt systemweit die ganzen Icon-Themes hinterlegt. Da seht ihr Advaita, die GNOME Icon-Theme, High Color und so weiter. Ich kann jetzt mit dem Find-Befehl -name, Sternchen zum Beispiel, irgendwas, was mit Menü beginnt, suchen, Menü, und finde hier verschiedene Icons. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal einfach irgendeins, vielleicht in einer etwas größeren Variante. Dieses hier ist jetzt 48 x 48 Pixel groß, aus der GNOME Icon Theme. Ich könnte mir das ja auch noch angucken vorher mit gpic view und dann gefolgt von dem Dateinamen. Oh, das ist das Debian-Icon, das passt doch super. Ich kopiere mir jetzt dieses Icon, allerdings möchte ich, dass es systemweit verfügbar ist. Dazu nutze ich also sudo copy user share icons und dann halt hier GNOME und das Menü und kopiere mir das nach user share pixmaps, denn dort finde ich generische Icons, da muss ich nicht tausende Icons erstellen, und nenne das menümaker.png. Jetzt haben wir also, einmal noch das Passwort eingeben, jetzt haben wir also ein eigenes Icon für unser Programm erstellt. Jetzt ist das Menü natürlich noch nicht erstellt worden, das heißt, das Programm gibt es jetzt hier unter Einstellungen noch gar nicht. Ich muss also noch einmal diesen Befehl zur Erstellung des Menüs aus IceWM Startup manuell aufrufen. So. Und jetzt sollte hier unter Einstellung unser Menümaker erscheinen. Ich sehe ihn hier also schon. Ich führe ihn jetzt aus und im Hintergrund wird bereits das Menü erstellt. Ich kann jetzt hier schauen, unter Büro finde ich jetzt tatsächlich auch mein LibreOffice-Programm. Super, es hat also alles geklappt. Jetzt könnte ich hier noch weiter Textdokument öffnen und so sieht LibreOffice standardmäßig hier aus. Ich empfehle immer noch, es gibt immer noch eine Erweiterung, dass LibreOffice im GTK-Theme oder im Qt-Theme daherkommt. Das können wir nochmal nachschauen. apt-cache search LibreOffice-GTK. Wir könnten jetzt zum Beispiel LibreOffice GTK 3 nehmen. Install LibreOffice-GTK 3. Ja, das installiert er jetzt noch im Hintergrund. Jetzt öffne ich es nochmal. Da brauche ich jetzt nicht das Menü nochmal neu zu generieren.
und ich sehe, es sieht jetzt hier aus wie all die anderen Programme. Wir haben jetzt also unser eigenes Menü erstellt und unsere Software selbst auf der Kommandozeile installiert. Wir haben hier ein eigenes Programm zum Neugenerieren des IceVM-Menüs erstellt und haben LibreOffice auf der Kommandozeile installiert. Wir können das jetzt noch ein bisschen erweitern, dieses Menü, zum Beispiel mit einem kleinen Hinweis, der dann erscheinen soll, nachdem das Menü erstellt worden ist. Denn aktuell wird es halt einfach ohne irgendeine Ausgabe im Hintergrund generiert. Dazu können wir zum Beispiel den Zanity verwenden. Zanity ist ein Programm, mit dem man ganz einfach solche Pop-up-Fenster generieren kann. Ein anderes Programm wäre YAD, YAD. Das ist hier nicht vorinstalliert, das können wir aber auch nachinstallieren. Sudo apt install YAD. Da habe ich jetzt ein Minus statt ein Leerzeichen. Und jetzt haben wir auch YAD drauf. YAD, wenn ich das einfach nur ausführe, macht es jetzt erstmal hier an dieser Stelle noch nichts. Text. Jetzt hätte ich hier einen kleinen Text ausgegeben. Jetzt kann ich hier noch Title eingeben. Menümaker. Und könnte das Ganze noch zentrieren. So. Jetzt habe ich also hier ein kleines Programm, mit dem ich mir einfach eine Information auf dem Bildschirm ausgeben lassen kann. Und das kann ich jetzt hier noch ein bisschen erweitern. Test sage ich jetzt hier Menü erfolgreich erstellt. So. Und das möchte ich jetzt dann ausführen, nachdem der Menümaker, nämlich das Programm, was ich hier habe, unter Einstellungen Menümaker, wenn das erfolgreich durchgelaufen ist, dann soll er mir mit YAD eben diesen Hinweis auf dem Bildschirm ausgeben. Ich gehe also nochmal in unsere Konfigurationsdatei, .local share applications. Hier finden wir die Desktop-Datei für den Menümaker, Nano Menümaker. Und hier finden wir hier die ganz lange Zeile, wo der XDG Menümaker das Menü im Hintergrund generiert. Die möchten wir jetzt ergänzen durch diese YAD-Zeile. Ich kopiere mir diese hier also. Rechte Maustaste kopieren. Gehe jetzt im Nano rein. Gehe hier mit der Ende-Taste an das Zeilenende. Füge hier vor dem abschließenden Anführungszeichen nochmal ein Space ein und gebe jetzt hier noch die YAD-Zeile ein. Jetzt hat er die hier hinzugefügt. Ich möchte jetzt allerdings, dass die nur ausgegeben wird, wenn das erfolgreich war. Dazu kann ich das Bash-Built-in und eingeben. Und stellt sicher, dass der danach folgende Befehl nur ausgeführt wird, wenn der davor lautende angegebene Befehl erfolgreich ausgeführt worden ist. Ich habe jetzt also hier meine XDG Menümaker Zeile, dann gefolgt und danach die YAD-Zeile, die wir hier vorher ermittelt haben. Das speichere ich jetzt ab. X kann ich mir mit cut auch nochmal ausgeben. Cut Menümaker.desktop. Hier sehen wir es jetzt noch schön in einer Zeile. Exec gleich bash-c, dann das Anführungszeichen, dann der lange Befehl aus der .icevm Startup Datei bis zum FI, dann das und, dann unser YAD zum Ausgeben des Textes und zum Abschluss das doppelte Anführungszeichen. Jetzt hat er das natürlich noch nicht generiert, das ist klar. Wir müssen also erst das Menü wieder neu generieren, damit dieser Befehl ausgeführt wird. Also es ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Ich nutze dazu schnell das Alias, was wir vorher erstellt haben, Menü. Und jetzt probieren wir doch mal, wie das jetzt hier aussieht. Ich sehe jetzt hier, okay, da hat er jetzt was gesagt, YAD Menü, okay. Er kommt jetzt also hier durcheinander. Das können wir uns nochmal anschauen, das ist ganz einfach. Wir gehen nochmal mit Nano rein. Und zwar liegt das daran, ich gehe jetzt hier in die Exec-Zeile, dass wir hier die doppelten Anführungszeichen verwendet haben und hier im YAD auch. YAD, also der Aufruf denkt also, hier ist er zu Ende mit den doppelten Anführungszeichen. Ich muss das jetzt entweder escapen oder ich gebe jetzt hier die einfachen Anführungszeichen an. Das ist diese gerade Single-Tick heißt die auch, diese gerade Linie von oben nach unten. Hier hinten auch.
und ich schließe dann die Zeile mit den doppelten Anführungszeichen ab. So, Ctrl-O, Enter, Ctrl-X, schaue mir das Ganze nochmal mit Cut an und ich sehe jetzt hier Bash-C, doppelte Anführungszeichen, dann der lange Befehl zum Generieren des Menüs, dann das und, Yard, Text, dann der einfache Anführungszeichen, Menü erfolgreich erstellt, einfaches Anführungszeichen Ende, Titel, Menümaker, das hätte man gar nicht in Anführungszeichen setzen müssen, Center, dass es zentriert dargestellt wird und die doppelten Anführungszeichen zum Abschluss der Datei. Jetzt nochmal neu erstellen, Menü mit dem Alias, geht ganz schnell. Jetzt in Einstellung, Menümaker, Menü erfolgreich erstellt. Ihr habt jetzt also LibreOffice auf der Kommandozeile installieren können, die Hilfs- und die Sprachpakete ebenfalls. Ihr wisst jetzt, wie ihr die Suche mit Upcache einschränken könnt. Und ihr habt euren ersten eigenen Startmenü-Eintrag erstellt, der im Hintergrund einen Befehl ausführt und bei Erfolg sogar noch eine grafische Ausgabe wiedergibt. Baut das Ganze nach auf eurem TuxWiz-System. Ich freue mich auf eure Berichte und bin sehr gespannt. Meldet euch auch in unserer Telegram-Community an und dort helfen wir dir auch bei Fragen gerne weiter. Bis bald. Tschüss.